Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, wie ihr es schon sehen könnt, ein absolutes spezielles Video. Wir haben wieder mal ein Live-Interview mit einer YouTube-Berühmtheit am Start. Und bevor ich noch irgendwas weiter erkläre oder sage, würde ich sagen, kann er sich erstmal kurz vorstellen. Ja, was geht ab? Ich bin Lukas, YVD. Und ja, ich bin YouTuber, hab früher sehr, sehr viel Fly gezockt. FlyFF, wie ich immer sage. Da gab es schon die eine oder andere Kritik, aber nee, ja, das war halt einfach absolut meine Kindheit. Deswegen, ich bin gespannt heute, ich habe echt Bock. Okay, cool. Ja, also wie gesagt, danke dir erstmal, dass du dir die Zeit hier überhaupt nimmst. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ist echt cool von dir. Gerne, Und gerne. ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage zu Flive, deswegen sind wir hier. Und die erste Frage wäre, wie du damals, wie du es gerade schon gesagt hast, eben zu Flive überhaupt gekommen bist und wann das war. Also, falls du es Boah. noch so genau weißt, ist ja die Frage. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also es war auf jeden Fall direkt auf einem deutschen Server. Ich Okay. glaube, ganz früher gab es ja auch noch englische oder keine Ja. explizit deutschen Server. Ich weiß nur, ich habe früher auf Lugia gezockt, der Server. Der war Lugia, irgendwann genau. ja dann, genau, der war irgendwann dann ja auch mal weg. Dann gab es irgendwie nur noch 3, glaube ich. Genau. Genau, also so zu der Zeit, das müsste so, wann war das? 2011, 2010? Irgendwie, oder so, ich glaube sogar noch früher. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Es war so während meiner Schulzeit. Ich Mhm. habe wirklich so 3 Jahre Hardcut in meiner Kindheit gehabt. Ich habe wirklich nur Fly-Five gezockt. Oder Flive gezockt. Also wirklich, es war crazy. Ich bin da so reingeslidet in das Game und habe da so, ich war so süchtig danach. Also das war Ja, das kennt man. krass damals. Ja. aber beziehungsweise, wie hast du es dann gefunden? Also, Achso, ja, hat stimmt, es sorry. jemand erzählt oder wie hast du es selber gefunden? Oder? Nee, also ich bin damals über meinen Cousin drauf gekommen. Der hat das Game Okay. nämlich vor mir schon so ein bisschen gezockt. Mhm. Und der war gerade Level, boah, das war noch ganz am Anfang, 5 oder 6, wo du noch in Flaris, gerade wenn es losgeht. Da hat er dann irgendwie gezockt, meinte, ey, das macht voll Bock und so, wenn du Lust hast, komm auch mal ran. Mhm. Und da dachte ich mir noch so, das war so das allererste Game in die Richtung, was ich gezockt habe. Ich habe Mhm. früher immer nur, weiß ich nicht, von Need for Speed, Gran Mhm. Turismo, so Sachen gezockt. Da dachte ich mir, ja, komm, guckst du dir mal an, aber das sah mir schon so kompliziert aus mit unten der Leiste und Skills und HP und hast du nicht gehört. Und ja, dann habe ich angefangen und ich glaube bei Level 40 ungefähr hat mein Cousin dann langsam aufgehört. Mhm. Aber ich bin gerade angekommen. Da ging es gerade los. Okay. Ja, also es war echt random. Der hat es mir damals einfach nur gesagt und Mhm. ja, ich habe es ausprobiert. Cool. Ja, so ähnlich hat es bei Ja. vielen angefangen. Das ist immer ganz interessant, wie die Leute es so entdeckt haben. Ich frage mich immer, wie zum Beispiel dein Cousin das Spiel gefunden hat. Also so eine Story wäre auch noch mal cool zu Ja, hören, wie die Leute überhaupt auf Flive aufmerksam geworden sind, weil damals gab es ja nicht so Social Media, also nur so ganz genau. basic mit Skype und ICQ und dem ganzen Zeug. Und so Fernsehwerbung und so haben die eigentlich auch nicht wirklich gemacht. Also ich glaube, es gab mal ein paar Trailer, die tatsächlich liefen, aber ja, aber die meisten haben es echt so von anderen Leuten mitgenommen, Familienmitglieder oder halt Freunde oder so, genau. Ich glaube, es gab ja da zu der Zeit auch nicht viele Games so in der Ne, absolut nicht. Region. Es gab, glaube ich, noch Aeon, haben viele Kollegen von mir gezockt. Mhm. Gab's noch Metin 2 damals. Ja. Das war immer so, wenn ich irgendwem erzählt habe, jo, ich zock Flive oder ne, dann, oh, ich zock lieber Metin, keine Ahnung was. Aber man kannte schon so die anderen Games, auch wenn ich die anderen Sachen nie auch nur angezockt habe. Mhm. Aber ja, das war ja so ein großes Ding damals. Ja, das stimmt. Cool, okay. Ja, dann direkt die nächste Frage. Welche ist beziehungsweise war damals so deine Lieblingsklasse? Womit hast du angefangen? Was waren da so deine ersten Berührungspunkte? Also erstmal absolute Lieblingsklasse waren Billposter Aha, zum Ende okay. hin. Mhm. Angefangen habe ich glaube, ich habe noch random irgendwie irgendwo drauf gedrückt. Meine allererste Klasse war wirklich, ich habe mit Bow gespielt einfach. Mhm. Boah, wie hieß die Klasse nochmal? Akrobat und dann Ranger Akrobat, wahrscheinlich. genau. Mhm. Ja, genau. Ich habe mit Bogen dann angefangen, wurde dann Ranger. Dann fand ich irgendwann, es gab auf YouTube so eine, weiß ich noch, so eine Montage. Aha. War so ein Jester, Mhm. also mit der Klasse Jester. Und der sah einfach geil aus mit den Jojos und so. Und dann habe ich mir noch eine Klasse gemacht, bin dann Mhm. auf Jester gegangen, was ja auch wieder ewig gedauert hat, weil Ja. erstmal dann bis Level 60 und. Ja, ja. Und bin dann ganz am Ende auf dem offiziellen Server noch als Blade hängen geblieben. Also hab dann nochmal Mercenary, hieß es, glaube ich, Genau. mit Level 15 gemacht, dann eine Blade-Klasse. Mit der bin ich dann auch echt hochgegangen. Ich glaube, Okay. mein höchstes Level auf dem offiziellen Server. Ich sage immer offiziell, weil ich habe am Ende sehr viel so private Server gezockt. Okay. Ja, schwierig, aber Ja.
ich war Master Level 100 oder so irgendwann. Und Boah, ist dann nicht habe ich schlecht. aber aufgegeben, weil es hat mir viel zu lange gedauert alles. Ja, der Ja, Grind dann. Das ist genau, krass. Ja, genau. aber 100 Master ist schon heftig, ja. Nicht schlecht. Ja, ja. Hat auch sehr lange gedauert. Auf jeden Fall. Ja. War das dann auch dein allerhöchster Char aller Zeiten oder gab es dann nochmal eine Zeit, wo du dann nochmal gespielt hast danach? Boah, ich glaube, auf dem offiziellen Server war das so der höchste. Mhm. Ich weiß gerade auch nicht, ob es Level 100 war oder Level. Ja, gut, ist ja nicht Wie so. war, Level 100 war, glaube ich, so violett, das Zeichen, Ja, ne? ja, ja. Und 120, ab dann war es Gold. Und dann kam Ja, ja ab schon Hero 110, mit genau. 121. 110 Ah ja, war doch. Gold. Ja, Okay. Ja. Dann kann es auch Level 110 sein. Ich weiß gerade Real Talk nicht mehr. ja, das Goldene Aber finden halt die Hero. meisten am geilsten, genau. Genau. Ja. Aber Hero habe ich leider nie erreicht. Das Das hast war du nicht schade. geschafft, okay. Ja, Genau, aber Hero das ist war doch dann. echt, also früher war das extrem schwer, Hero zu erreichen. Also das war schon echt eine Mhm. Leistung. Also dass wirklich noch alles relativ neu war und so. Das war Ja. schon heftig. Ja, ich hatte einen Real-Life-Kollegen, der hatte den Hero. Das war krass. Das war damals so, boah, da muss ich auch hinkommen. Ja, Das war schon crazy. Ja. okay. Ja gut, die nächste Frage wäre jetzt gewesen, wie lange bis wann hast du gespielt? Das war ja, wie hast du gesagt, so 3 Jahre ungefähr, oder? Genau. Und Boah, es war, wann? glaube ich, länger. Also Oh, noch länger? insgesamt, Okay. 3 Jahre war so diese Hardcore-Zeit, Okay. wo ich Mhm. wirklich straight up immer gelevelt habe. Mhm. Wenn ich zur Schule gegangen bin, habe ich morgens Shops eröffnet in St. Morning oder weiß ich nicht was. Also wirklich Hardcore. Geil. Und dann habe ich immer mal wieder gezockt. Wie gesagt, bei mir hat es ja irgendwann dann angefangen mit der P-Server-Thematik. Mhm. Da habe ich dann mal alles ausprobiert, ne? Von, wie ist denn Magier nochmal? Elementar. Elementor? Elementor, genau, Ja. Elementor. Bis, Psy ist die Abkürzung, wie nennt man nochmal das Psykeeper. Gegenstück? Ja. Psykeeper, genau. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Mhm. Bis ich dann irgendwann auf Bildposter hängen geblieben bin. Mit dieser Asal-Attacke, wo man sich ja dreht, mit diesem Riesending. Und da Ja. konntest du ja dann irgendwie mit, das ist schon so lange her, ne? Aber ich glaube mit Int, Power-Ups und so konntest du ja mehr Damage machen. Oder wie war das nochmal? Nee, du brauchst MP. MP und STR Genau, war es, genau. genau. Ja, MP und genau, STR. genau. Ja. Ja, und dann habe ich halt auf P-Servern immer, ne, volle Hütte, bis zum geht nicht mehr. Probiert mit irgendeinem Knight, der absolut viel tanken konnte, dann wer kann mehr Damage machen und. Mhm. Okay. Also da bin ich dann voll drauf hängen geblieben. Aber Aber was? war. Aha. Was denn? Nee, ich wollte noch fragen, ob du dann auch PvP gespielt hast, weil du jetzt Asal so Genau. erwähnt hast. Okay. Ja. Hast doch PvP Also interessiert. fast nur. Auf okay. den P-Servern haben wir dann Aha. immer alles gelevelt, alles fertig gemacht. Das ging natürlich dann auch ein bisschen schneller, Mhm. wenn Ja, du dann klar. da dein, wie ist nochmal, Healer, Ringmaster. Klasse auf Level 60, Ringmaster, wenn du dir den noch mit hochgelevelt hast Mhm. und. Das war halt alles eine entspanntere Nummer. Klar. Ja, und dann haben wir da halt PvP gezockt. Waren aber auch große P-Server. Ich weiß tatsächlich gerade den Namen auch nicht mehr. Ich habe auf 2, 3 verschiedenen gezockt. Mhm. Aber ja, das war schon ganz cool. Okay. Die hatten ja dann auch so Custom PvP-Arena, die ein bisschen Ja. größer waren. Und Mhm. ja, war mehr so mein Ding dann damals. Ja. Okay. Gut, und weißt du noch, wann du ungefähr aufgehört hast? Oder gab es dieses richtige, komplette Aufhören schon, oder? Bei dir? Boah, ich bin tatsächlich, auch lustige Story, durch YouTube dann Aha. durch FlyFF dann zu YouTube gekommen. Weil ich okay. irgendwann, und das waren Real-Life-Kollegen, und da gab es richtig Beef, und zwar haben wir irgendwie alle zusammen gezockt, alle am Flive gezockt damals. Mhm. Und wir haben, ich bin nachts eingepennt am PC und hat ein Kollege mir mein Char ein bisschen gerippt. Also ein paar Sachen rüber getradet und so. No way, no Hat als way. Joke angefangen, haben die mir dann auch zum späteren Zeitpunkt wiedergegeben, aber irgendwie erst Okay. nach 2, 3 Wochen oder so. Alter, Und das war damn. gerade so bei den Sommerferien, das war mein Main-Char damals. Damn, das Boah, mies. ich war so genervt davon, ne? Boah. Und dann wusste ich halt nicht, was ich machen wollte, und ich hatte auch keinen Bock, jetzt wieder alles neu zu leveln und zu machen. Ja. Ja, und dann habe ich aus Langeweile mit YouTube angefangen. Das war schön. Ich habe sogar lustigerweise mit meinen allerersten Videos waren Flive-Videos. Echt? Wo ich dann damals, ja, ich habe so PvP-Arena-Videos gemacht. Ich glaube sogar auch teilweise noch vom offiziellen Flive. Okay. Und habe einfach nur, keine Ahnung, wie ich reingegangen bin. Und ich habe dann irgendwie mit meinem Master-Account, damals mit dem Blade-Account zum Beispiel, habe ich noch irgendwelche Level 60er der PvP-Arena einmal weggeschleppert als Blades, so richtig dumm und so richtig lost. Hab Geil. coole Musik hinterlegt und hab mich krass gefühlt. Ja. Das waren so die ganz, ganz krassen YouTube-Anfänge. Mhm. Und dann, als halt die Zeit kam, wo der Account weg war, da habe ich dann richtig reingestartet. Ja. Okay, krass.
Die Videos gibt's aber nicht mehr, oder? Sind nicht mehr live Ne, wahrscheinlich. ich habe sogar Real Talk eben noch kurz gesucht, Echt? aber ich weiß auch ich weiß den Namen auch nicht mehr. Ah, okay. Ich habe am Ende so viele Chars gehabt und Mhm. dieser Vive-Name ist ja jetzt auch erst seit 2013, glaube ich. Das war ja so Mhm. mit meiner COD-Zeit dann, aber Mhm. ja, ich hieß früher mal Lukas969MC, auch in Okay. Flive teilweise. Also ganz, ganz weird, aber ich finde kaum noch was. Das Ah, okay. Schade, schade. Das wäre echt auf cool jeden gewesen. Fall. Ja. Ich müsste Das mal Real-Life-Kollegen noch fragen, ob die noch wissen, wie ich damals hieß. Ist ja Mhm. voll dumm, dass ich den Namen vergessen habe, aber ich weiß echt nicht mehr. Also bist du noch Ja. mit den Leuten dann, also bist du noch mit denen befreundet quasi, die dich damals so Ja, ein ja, bisschen klar. abgerippt haben? Okay. Nee, also, Hat dich ja, die was heißt abgerippt? Das war A, mein Cousin. ach Grüße an der so, Stelle auch ich nicht dachte, es war raus. irgendein Freund oder so. Ne, ja, war ein Cousin und ein Kollege. Ah, okay. Mhm. Aber das war auch mehr als Joke gemeint. Die wollten das so über ein paar Tage ziehen. Ah, Aber und dann dann habe so ich ein auch irgendwie nicht mehr nachgefragt und bla. Und irgendwann ach meint so. nach 2 Wochen oder 3 Wochen der Kollege so, jo, wie sieht's eigentlich aus, ne? Hier Ah, so und okay. so. Also, das war auch nicht mal krass böse gemeint, aber Mhm. ja, wir haben uns immer gegenseitig ein bisschen veräppelt. Nur das ging ein bisschen zu weit damals. Das hat Ja, mich das echt. ist schon ein bisschen mies, ja. Ja. Okay. Ja gut, dann die Deswegen. Frage noch, wie hat dir das originale Flive, also das Flive-PC damals so gefallen? Ja, Also ich fand's mega krass damals. Also ich habe übel Spaß in dem Game gehabt. Es ging ja dann noch irgendwann weiter, dann kam ja diese Zeit, wo du nach Hero dann noch mit Level 130, mhm. wie hieß das nochmal, die Klasse? Third Jobs sind das, also die dritte Genau, Job Change. genau. Genau. Ja, wo du dann nochmal zwei Special-Sachen bekommen hast, ne? Ja. Genau, dann ging es ja nochmal weiter, dann kam ja auch, ich glaube, Dakun 3 und so, das kam ja auch erst im Nachhinein, ne? Ich glaube, es gab nur Dakun normal erstmal. Nee, Flaris, St. Morning. das gab's Dakun. schon, es kam dann noch das oben drüber quasi, also das über Darkon gab's dann noch Caldera, Knochenpfad, Stimmt, Grasland, ja, also diese doch, Gebiete da okay. oben, die kamen dann alle danach Ja. erst, genau. Genau so war das. Und das Ja. habe ich auch noch alles so ein bisschen auch miterlebt. Das war dann noch ganz cool. Mhm. Da kamen auch mal ein paar neue Sachen rein. Genau. Genau, also ja, ich habe total gefeiert damals. Das war schon geil. Okay, Ja. nice. Ja, dann eine Frage, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Kennst du Flive Legacy? Weil es gibt, also Gala hat irgendwann mal so die Entscheidung getroffen, als es mit Flive so ein bisschen bergab ging und die Spielerzahlen gesunken sind, haben die irgendwann sich so gedacht, naja, Mobile Games übernehmen ja so in manchen Ländern vor allem den Markt und damit kann man richtig viel Geld machen. Und die haben dann irgendwann auch angefangen, einige Flive-Apps zu entwickeln. Und eine gibt es sogar noch, die gibt es auch schon seit etlichen Jahren. Flive Legacy heißt die. Und das ist mehr oder weniger, also der Grundgedanke ist eigentlich, dass es wie Flive nur halt am Handy ist. Also das war der Grundgedanke, es ist natürlich komplett anders, weil es ein Mobile-Game ist, aber so ein bisschen. Also hast du schon mal von gehört oder hast du schon mal gespielt oder? Gehört habe ich schon mal, aber gezockt ehrlich gesagt noch nie. Ah, okay, Also, schade. Okay. Noch Ja, gar gut, nichts. nicht schlimm. Was kein ich Ding. jetzt echt in der Zwischenzeit nochmal hatte, Ja? war einmal wieder auf dem P-Server einfach, auch mit ein paar YouTube-Kollegen sogar. Wir hatten einfach okay. nochmal Bock, Krass. weil ich auch noch mitbekommen habe, dass ein anderer Kollege das früher auch mal gezockt hatte. Ah, Da haben wir okay. nochmal ein bisschen hochgelevelt, aber das war wieder so eine 3-4 Tage hier bei Flaris in Okay. dem Tower auf dem So- P-Server, da levelt es ja ganz schnell hoch. Mhm. Haben wir dann nochmal ein bisschen durchgezogen, aber dann. So ein Ja, Nostalgie-Trip dann war's quasi, cool. nenne ich das Ja, immer. genau. Und jetzt zuletzt dann mit Flive Universe. Genau, Habe ich okay. dann auch nochmal einen Char erstellt und dann habe ich irgendwie auch nochmal ein bisschen gezockt, weil Mhm. ist schon nochmal krass, so zu den Orten zu gehen, Ja, nach St. Morning dann zu gehen. Ja. Ja, war schon. Auch die Musik und so, das ist alles schon. ja, die Musik ist Ist schon teilweise echt Nostalgie geil. pur. Ja, safe. Okay, Tja. ja, dann vielleicht, was gefällt dir am besten an Flive? Also was würdest du sagen, ist vielleicht das Einzigartigste für dich? Also das, was es wirklich so, das, was es ausmacht letztendlich oder für dich vielleicht ausmacht? Ja. Boah, was ist das Beste an Flive? Ist halt sehr. Wie nennt man das? Es gibt halt sehr vielfältig einfach. Es Mhm. gibt viele Klassen, die dann sich nochmal unterscheiden können, dann ab Level 60 und. Mhm. Und ja, man konnte halt einfach viel entdecken. Das war jetzt nicht so ein Game wie, keine Ahnung, jetzt Warzone, was ich jetzt zum Beispiel privat zock. Mhm. Ja, dann gewinnst du halt 4-5 Mal, da tut sich nicht mehr viel, außer dass eine neue Waffe in die Meta kommt. Mhm. Bei Ja. Flive war es halt so, du hattest dann, wie zum Beispiel ich dann mein Jester, das voll abgefeiert und irgendwann dachte ich mir, komm, ich habe jetzt Bock auf ein Blade. So 2 Schwerter, dies, das, probierst du mal aus. Und hat mir dann nochmal eine neue Klasse gemacht, dann bist du Blade, dann siehst du aber irgend so einen Elementar-Typen da irgendeine kranke AOE raushauen. Mhm. Ich glaube, es gab immer diese Wind-AOE. Da dachte Winfield, ich mir, ja. boah, ja, Winfield, dachte ich mir, boah, krass, muss er auch mal ausprobieren. Dann machst du dir wieder den nächsten Char. Mhm. Und so wird es irgendwie nicht langweilig. Ja, das Und stimmt. das war immer eine coole Sache. Ja. Ja, und Flive ist halt auch so, also ich sehe das immer so,
Bei anderen Spielen, du spielst halt eine Runde, wie du schon gesagt hast, paar Runden und dann ist also das ist immer das Gleiche eigentlich. Du spielst halt immer eine neue Runde und mal bist du besser, mal bist du schlechter. Aber die Ja. Abwechslung ist da halt langfristig nicht so da. Und bei Flive hast du ja, ist eigentlich wie so ein zweites virtuelles Leben, dein Charakter. Du kannst eigentlich gefühlt unendlich viel Zeit, leider auch Geld, aber du kannst gefühlt auch unendlich viel Zeit reinstecken in das Game und Ja. du wirst eigentlich nie wirklich fertig. Das ist eigentlich so das, was einen halt wirklich dran hält. Das ist wahrscheinlich auch so Mhm. das Grundprinzip von dem Hardgrind in einem Game. Dass Ja. du dann quasi gar nicht wirklich aufhören kannst, weil du eh nicht wirklich fertig wirst. Voll, wie Genau. viel Geld ich dafür reingebuttert habe. Uh. Das war wirklich was schlimm. Ich weiß noch, das waren so diese Zeiten, wo Snowman-Boots, Snowman-Handschuhe, Mhm. Freestyler Suite und dieser, wie heißt nochmal, Rentier, dieser Elchkopf. Rudolf, ja. Rudolf Head, genau. Wo das so immer das Coolste war. Ja. Dann kauft man sich die Sachen, dann willst du aber nochmal was anderes ausprobieren. Dann gab es ja noch, weiß ich nicht, Snowboard Jacket oder wie die hieß Mhm. und. Es Ja. gab ja unendlich viele Sachen. Mhm. Und ich musste mir da noch irgendwann immer alles kaufen. Geburtstag, Geld bekommen, zack, Paysafe-Card, gib ihm. Das war echt, war schon crazy. Ja. Okay. Ja, und wie ist so deine Meinung zu Pay to Win? Also, muss jetzt auch nicht unbedingt auf Live bezogen sein. Also, fandest du es zu viel oder fandest du es richtig noch? Also, ich meine, du hast jetzt hauptsächlich so kosmetische Sachen erwähnt. Genau. Das ist ja eigentlich so der kleinere Teil. Also, früher war es ja wirklich krass, dass du. Ist heutzutage zum Glück ein bisschen anders, aber früher war es ja eigentlich echt so, du konntest diese Protects, die du zum Upgraden vom Equipment gebraucht hast, die konntest du fast nur kaufen und Ja. ist eigentlich überhaupt nicht Free-to-Player spielen. Also irgendjemand, selbst wenn es nicht du warst, du hast es vielleicht mit Ingame-Währung kaufen können, wenn du halt viel Geld Ingame hattest, aber irgendjemand musste diese Dinger für echtes Geld kaufen, leider. Und genau, also keine Ahnung, was ist so deine Hol Meinung mich, zu? hol mich da nochmal ganz kurz ab. Es gab ja Moonstones, Mhm. Orichalcums, glaube ich, Genau. zum Leveln. Dann Zum gab es ja Hochmachen, Wind, ja. Feuer, dies und das, Genau. je nachdem für die Waffen. Ja. Und Awaken meinst du mit Rüstung zum Beispiel, 3x Crit für Blade oder Ja, 3x In für, genau, weiß ich das nicht. war das teuerste Ja. eigentlich, ja. Genau. Mhm. Ja, doch, okay. Ja, ich bin, wie gesagt, schon so lang raus. Ja, aber kein diese Stress. Scroll of Awakening, Mhm. stimmt, die musste man kaufen. Oder die gab es auf jeden Fall zu kaufen, ne? Genau, aber das Ändern bzw. das Rückgängig machen, das hat dann Geld gekostet. Also quasi, du konntest das Stimmt. Ingame erwecken for free, aber Ja. du hattest ja keine Garantie, dass es positiv oder gut ist. Also du musstest Ja. es ja 1000-mal erwecken eigentlich, dass das Ja, wirklich stimmt. krass war und so. Genau. Da hatte ich sogar für die P-Server dann, Mhm. hatte ich irgendwann ein Skript, der einfach das eingeben, was du haben wolltest und der hat dann die ganze Zeit Durch- erweckt. Ganz schwierige Nummer, ich weiß, aber ja, irgendwann, das war 3x Crit oder 3x Int oder irgendwas zu bekommen. Das Ja, hat die ja Wahrscheinlichkeiten sind Ewigkeiten gedauert. geisteskrank. Ja. Das war crazy. Mhm. Ja. Deswegen, Okay. krass, ja. Weißt du, wie viel Geld du ungefähr aus? Also so ungefähre Schätzung, muss ja nicht der genaue Betrag sein, falls du es sagen willst. Also was ist Ja, da ich so? habe, das waren damals, also insgesamt würde ich mal so, das werden früher schon so 600, 700 Euro gewesen sein. Okay. Als Jugendlicher Also- quasi, wo man ja nicht so viel Geld hat, ne? Ich wollte gerade sagen, das war extrem viel damals. Ja, safe. Das war schon doll. Okay, krass, ja. Ja. Cool. Dann ja, können wir jetzt den Cut machen, weil es gibt jetzt ja Flive Universe, das ist eh schon erwähnt. Ja. Genau. Und wie und wann hast du davon erfahren? Das gibt es jetzt ja eh noch nicht so lange. Boah, tatsächlich erst, als ich damals eine Kooperationsanfrage bekommen habe. Mhm. Und dann lese ich nur so, ja, der Rest hier Flive. Wie? Die so, ja, hier Flive Universe. Das war einfach für mich so voll das kranke Ding, weil das halt Real Talk meine Kindheit war. Mhm. Und ich fand schon krass, dass man das jetzt komplett ohne Download, ohne alles Mhm. einfach zocken kann. Ja. Man muss ja dazu sagen, klar, die Grafik, ne, ist ja auch dementsprechend alt. Ja, etwas in die Jahre gekommen, definitiv. Ja. Genau. Wenn ich Mhm. früher noch weiß, gab es ja immer diesen Flive Launcher, den du erst gestartet hast, wo du Launch Game drückst. Ja. Und ich mit meiner 3000er Leitung im Kaff früher als Kind hab dann da immer 10 Jahre gebraucht, bis er irgendwas runtergeladen hat. Mhm. Also war schon eine coole Sache. Ja, da bin ich dann damals so wieder drauf gekommen. Mhm. Und ja, hatte dann ja die Kooperation. Hast du ja auch gesehen, hab ich Ja. gesehen. Ja, Ah, hast du das Video gesehen? Okay. Das, ja, genau, hab ich mir auch angeguckt. Das wusste ich jetzt nicht, ob ich das fragen soll, ja. War auf jeden Fall Ja, auch alles klar. nicht böse gemeint, ne? Also, Alles entspannt. Ja, aber dann kann ich die Frage ja vielleicht doch stellen, wegen dem, also die habe ich damals auch Blali gestellt, weil ich das auch, also das ist so eine ewige Diskussion tatsächlich, mhm. wie man Flive ausspricht tatsächlich. Und lustigerweise, also dieses Jahr war tatsächlich 20-jähriges Jubiläum, wo die Server damals in Korea und Japan gestartet sind, war 2004. Das war jetzt im Ja. August. Und
da haben sie so einen Nostalgie-Artikel verfasst. Das waren so, keine Ahnung, ich glaube, es waren sogar 40 PDF-Seiten, wo sie einmal so die gesamte Geschichte von Flive so ein bisschen erklärt haben und so teilweise Screenshots und so gezeigt haben, die man noch nie gesehen hat. War richtig cool. Kann ich dir mal schicken, vielleicht, wenn du willst. Ja. Und da haben sie tatsächlich auch dieses Thema wieder aufgegriffen, weil das echt schon Ewigkeiten im Raum steht. Und Game Master sagen was anderes als Spieler und hier und da und jeder spricht es anders ausgefühlt. Und da haben sie es dann tatsächlich irgendwie gesagt, also da wird es Fleef ausgesprochen, das ist wahrscheinlich die asiatische oder japanische Aussprache. Und wenn du es so auf Deutsch ummünzt, wäre es eher so Fliff, ne? Ja, ich weiß. Genau, aber ich war immer so, naja, es heißt ja Fly for Fun. Flive. Und ich meine, wenn du Fly sagst, warum sollst du dann Fliff sagen und so, pipapo. Und da gibt es echt so, keine Ahnung, da gibt es so, jede Fraktion hat so ihre Anhänger. Und ja, ich weiß nicht, wie hat es bei dir angefangen? Du hast es wahrscheinlich von deinem Cousin dann einfach übernommen, schätze ich mal, oder? Oder? Ja, was heißt übernommen? Ich glaube, bei mir im Freundeskreis haben auch die meisten Fliff gesagt. Ah, okay. Oder Flive. Aber ich war immer FlyFF. Okay. Ich weiß nicht warum, aber wie du schon sagst, Fly for Fun, FlyFF. Und dann habe ich es irgendwie immer so genannt, aber inzwischen, ich rede mal so, mal so. Also es ist bei mir einfach super random. Aber wenn ich jetzt einem Kollegen sage, jo, irgendwas über Flive, dann sagt er, ach, du meinst Fliff. Ja, genau. Ja, genau, das meine ich quasi, ja. Habe ich gesehen, das hat es im Video ja auch so. Ah, schon wieder FlyFF. Ja, nee, ich meine, das fand ich halt so faszinierend, weil ich habe das erst auch erst seit Flive Universe eigentlich wirklich das erste Mal gehört, dass überhaupt jemand FlyFF sagt. Ich bin so voll aus allen Wolken gefallen, was war immer so Flive gegen Fliff. Und plötzlich kommt dieses dritte in den Raum, so nach 10 Jahren. Ich denke mir so, wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Und dann hast du es auch gesagt und das fand ich einfach so crazy. Und aber wie gesagt, alles nicht böse gemeint. Also ich meine, mir ist das eigentlich egal, wie man es ausspricht. Also ist ja auch alles nur Jokes im Endeffekt, genau. Ja, mir war das auch egal. Ich hatte Spaß in dem Game, ob man das jetzt Fly, Fliff, wie auch immer nennt. Das ist das Unwichtigste eigentlich, ja, definitiv. Ja. Okay, cool. Das stimmt. Gut, dann nochmal Flive Universe. Wie gefällt's dir? Also du hast ja auch ein bisschen gespielt, habe ich gesehen. Oder zumindest mal reingeschaut. Kannst du sagen, was vielleicht schlechter oder besser als im Original-Game für dich ist? Also auf den ersten Blick. Also ich meine natürlich, dass man es jetzt im Browser spielen kann, hast du das schon gesagt. Dass man keinen Download mehr braucht und so. Das ist auch der größte Vorteil. Ich habe es jetzt nicht so krass intensiv gezockt wie damals normal das Flive. Ja, klar. Aber ja, es ist eine coole Sache. Ich glaube, das war generell ein bisschen so eine abgespecktere Version. Ich glaube, du hast ja da keinen Master, Hero, weiß ich nicht, Gedöns. Da geht es ja, glaube ich, nur bis Level 120, war das? Am Anfang ging es so. Also mittlerweile kam das schon alles rein, aber sie machen es quasi so, sie orientieren sich an den Updates vom Original, aber sie ändern es immer so ein bisschen ab. Also, ja, also viele sagen, die jetzt zurückkommen, also Flive Universe kam 2022 raus und da kam es in dieser extrem abgespeckten Version, maximal Level 120, keine Erweckungen, kaum Upgrades, also wirklich extrem basic, so wie es halt damals war. Aber es hat sich eigentlich nach kurzer Zeit schon relativ so angefühlt, naja, irgendwie ist das halt, heutzutage kannst du das halt nicht mehr langfristig spielen, also da zockst du es halt kurz wegen der Nostalgie. Aber das reicht halt einfach nicht. Und dann haben sie selber auch schon selbst gemerkt, okay, wir müssen da schnell Updates raushauen, sonst verlieren wir die Spieler wieder. Und mittlerweile gibt es tatsächlich auch wieder Master und Hero. Es geht jetzt bis 165 tatsächlich schon wieder. Relativ schnell, nach 2 Jahren. Und aber ich meine, es fehlt noch extrem viel. Also wir sind noch lange nicht bei dem, was Flive PC hatte. Also das wird safe noch 2-3 Jahre dauern, schätze ich mal, bis wir die ungefähr eingeholt haben. Aber schwer zu sagen. Genau. Ich habe immer sehr, sehr drauf gehofft, dass die irgendwann mal einen richtigen Nachfolger raushauen. Wirklich auch mit einer zeitgemäßen Grafik, wo mal alles ein bisschen angepasst ist und so. Ey, da wäre ich Feuer und Flamme, da wäre ich auch safe wieder am Start. Aber ja, ich glaube, es war ja sogar mal irgendwas. Es war mal irgendwas angekündigt, kam dann irgendwie aber nie. Ja, es war tatsächlich Flive 2 angekündigt, genau. Genau. Ja. Aber das ist ja auch schon Ewigkeiten her, oder? Oder wann haben die es angekündigt? Ja, das war so, boah, ich kann es auch nicht. Ich hab tatsächlich ein ausführliches Video drüber gemacht, so ein bisschen recherchiert, weil ich das auch natürlich sehr interessant fand. Aber es war so vor 12 Jahren, glaube ich. Also, ich hatte tatsächlich einen Gildenkollegen, der sich dafür auch ultra interessiert hat. Und der hat dann sogar, also das fand ich auch crazy, der hat so eine, ich weiß gar nicht mehr, wie die Seite heißt, diese Petitionsseiten, wo du online so Petitionen an Firmen stellen kannst und die können dann offiziell darauf antworten mit so einem Statement. Und change.org heißt es, glaube ich, genau. Ja. Und der hat dann so eine Petition gestartet, so, er hat da erfahren, da gab es mal so ein Projekt, also ich glaube 2014 war die Petition und 2012 haben sie das Projekt, glaube ich, eingestampft, da hat man irgendwie nie wieder was davon gehört.
und auch die Ja. Website offline genommen und so. Und er meint, also er hat dann das auch in der Gilde immer erzählt und so und hat dann sich irgendwann mal so richtig stark gemacht. So, hey, was ist denn damit eigentlich? Sagt uns doch mal, was ist da los? Also gibt es da jetzt einen Nachfolger? Wann kommt der? Und pipapo. Und hat dann eine Petition gestartet und die haben tatsächlich darauf geantwortet, was ich so faszinierend finde, weil Gala, also der Entwickler von Fly, ist jetzt nicht wirklich dafür bekannt, dass sie sehr kommunikativ sind, vor allem nicht mit den Spielern. Also du siehst eigentlich auch nie wirklich so große Press-Releases oder so und auch auf der Homepage ist einfach ein bisschen so anders, sag ich mal, als es jetzt vielleicht andere Firmen machen. Und damals haben sie tatsächlich innerhalb von ein paar Wochen, glaube ich, auf diese Petition geantwortet und gesagt, dass es das leider nicht mehr gibt. Es wurde leider eingestampft und ja, wird es quasi niemals geben wahrscheinlich. Also ich meine, das ist jetzt eh schon 10 Jahre her, also offensichtlich wird es das nie geben. Aber es war echt schade, weil sie waren ja schon relativ weit auch. Es gab einen Trailer, man hat schon so ein bisschen das Gameplay anschauen können. Und ich meine, gut, heutzutage wäre es jetzt auch schon wieder veraltet. Wie gesagt, 10 Jahre, ne? Ja. Wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr zeitgemäß. Aber es war auf jeden Fall so ein bisschen fortschrittlicher als das Originale. Und hat auch ein bisschen andere Grafik und so. Aber leider nie was draus geworden. Ist echt sehr schade. Schade. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir halt im Endeffekt mit Fly Universe, das ist jetzt ja so, ist halt die Mischung, ne? Ist halt so irgendwie ein bisschen der Nachfolger, aber irgendwie auch nicht. Also es ist halt so schwer zu sagen, was es genau ist. Ja. Ja. Ja, war für mich ja nochmal so ein kleiner Nostalgie-Kick auf jeden Fall, Ja. da nochmal reinzugehen. Erst recht so simpel da auch reinzugehen. War Ja. schon eine coole Sache. Aber ja, das Problem ist, ich glaube, ich hätte sogar Real Talk auch nochmal Bock, da ein bisschen durchzuziehen. Aber mir fehlt einfach die Zeit. Ja, Also, das ist schon krass. Das ist wirklich der Punkt. Für Fly brauchst du halt einfach richtig viel Zeit. Ja. Gerade offizielle Server, da levelst du ja teilweise so langsam. Wie viele Abende ich da, konntest ja immer mit Leuten hinterher folgen einfach. Ja. Dann wurde ich gelevelt, dann habe ich mal wen gelevelt und es hat so lange gedauert. Also wie viel Zeit ich da gewastet habe, nur mit Leveln, das war insane. Ja. Das war wirklich insane. Ja, das ist auch so ein bisschen Kritikpunkt von vielen, dass das Spiel eigentlich hauptsächlich daraus besteht, zu grinden und dann so dieses Charakter verbessern und so, dass dann halt der kleinere Teil ist. Also die meiste Zeit bist du echt nur am Leveln. Aber deswegen kann man es halt auch so unendlich lang spielen, weil es halt echt so viel Zeit einfach auch braucht. Stimmt, Genau. hat Vor- und Nachteile. Ja. Okay. Ja, dann denkst du, Flive bzw. Flive Universe könnte nochmal Mainstream werden. Also damals war es ja wirklich riesig. Also das ist ja auch das, was ich jetzt durch diese Interviews und so mitbekomme. Also irgendwie so viele Leute haben es gespielt, von denen man es auch gar nicht weiß oder denkt, dass sie das mal gespielt haben. Aber es war damals wirklich einfach so riesig, dieses Game, weil es halt eben auch eins der ersten war, wie du vorhin auch schon gesagt hast, so neben Metin und ein paar anderen dieser Art, diese Spiele, gab es da ja noch nicht so viele. Und ja, denkst du, da könnte doch was passieren oder glaubst du es eher nicht? Boah, ich glaube es tatsächlich leider eher nicht, da einfach die Grafik viel zu veraltet ist. Also ich glaube, das ist jetzt echt so, auch gerade Flive Universe war nochmal so ein Ding. Man sieht das, man denkt sich, boah krass, so auf unkompliziert nochmal reingehen. So, wenn du das früher viel gezockt hast, dann macht man das einfach nochmal. Selbst wenn es nur einmal noch durch die Landschaften laufen ist und keine Ahnung was, ist ja, war für mich auch wieder voll das besondere Ding, weil ich echt so jahrelang gar nichts mehr gemacht habe. Und dann siehst du nochmal alles, hörst nochmal diese Musik. Das ist ja schon so eine richtige Atmosphäre, das ganze Game. Safe. Und das war schon eine coole Sache. Aber, dass das jetzt nochmal krass hypt und glaube ich leider nicht. Da muss Flive nochmal einen raushauen. Ja. Also nochmal Flive Universe 2 dann quasi. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja, okay. Was ist so deine Meinung, so ein Oldschool-Server, wenn sie nochmal starten würden? Also ich meine, Flive Universe hat ja so angefangen, aber keine Ahnung, so hättest du wahrscheinlich auch Interesse, denke ich mal grundsätzlich, wenn die jetzt so einen Oldschool-Server starten würden wie damals, dann hauen sie einfach so, also wie WoW Classic quasi, wenn ihr das was sagt, so vom Prinzip her. Das wäre halt, also das wäre sowas, was quasi dann remastered, meinst du jetzt, oder? Das auch, aber halt wirklich nochmal auf den Stand von damals. Also auch irgendwie Grafik verbessert, natürlich aktuelle Features. Also ich meine, du kannst es nicht so releasen, wie es damals war. Das würde wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Also schon natürlich mit etlichen Verbesserungen. Aber vom Kern her einfach das alte Game nochmal. Und ja, also ich dachte mir immer so, das wäre eigentlich echt so die beste Idee, eben wie es WoW gemacht hat. Und das funktioniert bei denen, soweit ich weiß, sehr gut. Dachte ich mir, vielleicht wäre das so der Weg, wie man es nochmal schaffen könnte, dass es zumindest kurzfristig nochmal sehr erfolgreich wird. Weil es halt vor allem diese alten Leute anziehen würde, also nicht alte Leute, sondern die Spieler von damals anziehen würde, die halt wirklich nochmal voll diese Nostalgie erleben wollen. Und das könnte vielleicht funktionieren, dachte ich mir mal, aber naja,
Ja, also taktisch eigentlich gut. Man Ja. sieht es ja bei Fortnite OG-Seasons, wo Stimmt, die stimmt. Zuschauer oder generell die Playerzahlen explodieren. Das stimmt, ja. COD macht ja seit 4 Jahren gefühlt auch nichts anderes mehr. Da ist jedes Mal wieder Nuketown neu bearbeitet und dies und das. Ja. Könnte krass ankommen. Also wenn die da einmal über die Grafik drüber brettern und da noch ein bisschen was rausholen. Mhm. Und schon krass. Also da wäre ich, glaube ich, dann auch am Start. Aber wirklich so Stand jetzt und Stand heute. Mhm. Ich glaube, wenn du so als kompletter Neuling reingehst, kann man sich immer noch in das Game verlieben. Das auf Ja. jeden Fall. Aber ich glaube, wenn du es früher schon immer gezockt hast und jetzt so nach, keine Ahnung, 10, 15 Jahren nochmal reingehst und du siehst so von der Grafik her hat sich eigentlich so gut wie gar nichts getan, Mhm. dann ist das vielleicht eher so ein, weiß ich nicht. Ja, Ja. das stimmt schon, ja. Leider. Aber so ein OG-Ding wäre schon eine krasse Sache. Ich habe gesehen, du hast mit Iblali ja, glaube ich, auch mal so ein Interview gemacht. Genau. Mit dem habe ich auch mal komplett random, wir waren in Madeira damals, haben wir irgendwie auch auf Games von früher, dann habe ich mit dem auch ewig lang über Flive noch geredet, Krass, weil er das dann auch gezockt hat. Ja. Ja, das war schon verrückt, haben schon sehr, sehr viele Leute früher gezockt. Ja, genau. Also egal in welcher Runde man das mal irgendwo erwähnt, dass immer irgendjemand in irgendeiner Ecke, ich hab's auch gezockt. Ja, das ist schon cool. Okay, nice. Ja, gut, du hast es eh schon gesagt. Die nächste Frage wäre so, also was für Ziele hättest du noch? Vielleicht irgendwann mal in Flive, wenn du noch mal spielen würdest? Was würdest du noch so gerne erreichen wollen? Zum Beispiel Hero oder so, hast du ja vorhin schon erwähnt, hast du nie geschafft. Also was könntest du dir realistisch vorstellen, falls du noch mal an so einem Wochenende oder so ein, keine Ahnung, noch mal so einen Nostalgietrip hättest? Was würdest du noch mal so anpeilen, was du vielleicht erreichen wollen würdest? Aber ich glaube, für so ein Wochenende ein Hero hochziehen wird eine schwierige Nummer. Ja, von 0 auf jeden Fall, ja. Ja, aber, ist auch echt schwer zu sagen. Das Ding ist, ich werde nie wieder diese Zeit von früher haben. Ja, Das muss ich mir leider einfach nicht. eingestehen, Ja. gerade durch YouTube-Videos machen. Klar. Ich habe jetzt ja auch eine Tochter inzwischen, also auch mit Familie und dies Mhm. und das. Mhm. Ist alles nicht mehr ganz so leicht, dass ich da jetzt, weiß ich nicht, wie früher von der Schule heimkomme, bleib, schlafen, wieder zur Schule. Da war das Leben noch ein bisschen einfacher. Ja, safe. Aber ja, ich zocke jetzt privat, wie gesagt, auch hier mal Warzone oder Mhm. auch Minecraft privat mit Real-Life-Kollegen oder keine Mhm. Ahnung was. Bisschen Zeit ist auf jeden Fall immer noch da. Mhm. Also ja, wenn da echt mal irgendwie mal wieder update-mäßig was kommt, ich schon Bock mal wieder irgendwas durchzuziehen. Ich glaube, ich würde direkt mit Bildposter anfangen. Nice. Und da nochmal so ein bisschen reinsweaten. Mhm. Aber so richtige Ziele, ich sag, boah, ich muss jetzt ein Hero werden. Mhm. Also ich war quasi ja Hero, auch wenn es nur auf einem Ach so, ja, P-Server gut. war. Ja, mhm, okay. Ich hab's ja trotzdem alles schon durch, auch Mhm. mit Master, mit hier mit Level 130 stimmt, und. Ja. Aber also so richtig krasses Ziel nicht. Mhm. Ich würde einfach nochmal reinstarten und probieren, so als Bildposter einfach krass zu werden. Mhm. Also Ja. du hältst es dir einfach offen quasi, okay. Genau, ja. Okay, und dann sind wir eigentlich eh schon durch mit den Fragen. Vielleicht eine Sache noch, aber das hast du eigentlich auch schon was erzählt mit wo dir die Items da für ein paar Wochen abhanden gekommen sind quasi. Vielleicht noch Ja. eine lustige Anekdote oder irgendwas, was du noch erzählen willst, was dir so passiert ist oder keine Ahnung. Boah, ich wurde auf jeden Fall einmal fett gescammt. Das weiß ich noch. Okay. Da habe ich ein Rüstungsset. Das war keine krasse Rüstung. Mhm. Das war irgendwas für noch unter Level 60 sogar. Okay. Stimmt, das war so eine. War das Level 15er Rüstung oder so? Ich hatte die auf jeden Fall voll, glaube plus 10 hier, dass sie leuchtet und so. Ne? Oh, Das war damn. einfach nur so, Mhm. flexmäßig. Und dann wollte ich mit irgendeinem einen Stick tauschen, der Flamme 10 hatte. Ja, fand ich damals voll krass, ne? Mhm. Mit Feuer, dies, das. Mhm. Und dann haben wir den Handel gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, inzwischen gibt es ja, glaube ich, auch 2 Arten zu handeln. Oder Ähm, früher gab es nur diese klassische Fenster. Beide drücken bestätigen, dann passiert der Trade. Ich weiß nicht, ob es da. Gab es da noch was anderes inzwischen? Irgendwas habe ich im Ich Kopf. weiß jetzt nicht, was Weiß du gar meinst nicht mehr. genau, aber ja, ich meine, es gibt schon verschiedene Arten. Ich meine, du kannst teilweise wieder Items auf den Boden schmeißen in Flive Universe tatsächlich, dann kannst du sie direkt aufheben. Ich glaube, das gab es ganz früher auch mal in irgendeiner Form tatsächlich. Aber ja, Okay. also gibt schon ein paar Arten, Okay. theoretisch. Ja, auf jeden Fall, wir hatten so dieses ganz klassische Handelsfenster. Mhm. Und ich ziehe dann immer meine 4 Rüstungsparts rein, immer genervt. So, und er Mhm. hat immer wieder abgebrochen. Oh. Ja, was will der jetzt von mir? Mhm. Wieder neu gemacht, Stick reingezogen. Mhm. Die erste Wahl habe ich auch noch kontrolliert. Mhm. Ziehe immer wieder die Rüstung rein, er bricht wieder ab. Wir haben Mhm. ja nicht im Discord oder Teamspeak gechillt, sondern ich Einfach habe ihm so. dann halt geschrieben, so, Mhm. yo, was soll das jetzt, ne? Hier ganz normal per Sprechblase. Ja. Und ja, und nach dem, keine Ahnung, 5., 6. Mal
war ich wirklich nur noch genervt. Ich ziehe die ganze Zeit das Zeug da rein, drück Mhm. auf OK. Dann hat er mir denselben Stick komplett unverzaubert, ohne alles reingelegt. Und Ah. dann hat der mich gerippt. Und wirklich, boah, ich war da so pissig. Ja, damn. Das war so ein Punkt. Weiß ich jetzt noch, genau in St. Morning, wenn du dieses Blink, oder wie das damals nochmal hieß, dieses Blinkwing. TP machst, wo Mhm. du genau rauskommst. Ja. Nicht vor der Kirche, sondern da, wo du rüberlaufen musst. Mhm. Ja, und das war zum Kotzen. Das Krass. war krass. Ja. Hat er sich dann Ansonsten, was meinst du? hat er sich dann auch einfach aus dem Staub gemacht quasi, also. Ja, ja. Der ist dann einfach durchgezogen. Ja, Ja. okay, krass. Damn. Das war ja auch früher echt so ein Theater, wenn du mal irgendwas melden wolltest oder so, dass du da mal auch irgendwie durchgekommen bist. Ich weiß noch, es gab so 1, 2 Game Master, die Genau. mal ab und zu meistens in der PvP-Arena irgendwo rumstanden. Ja, Leute gebufft Wenn- oder sowas, ja. Genau. Wenn sie nicht gerade AFK waren, dann konntest du auch mal minimal mit denen schreiben, aber ja, ich habe es auf jeden Fall nicht zurückbekommen am Ende. Ich weiß auch gar nicht, was ich alles probiert habe, Mhm. um es zurückzubekommen, Mhm. aber keine Chance, der war dann weg. Krass. Ja, das Ah, ist echt. das war verrückt. Das haben leider viele Leute damals gemacht. Ich meine, es war auch eine Möglichkeit, wie du so den Pay-to-Win-Aspekt oder den Grind-Aspekt so ein bisschen skippen kannst, indem du es dir einfach von anderen Leuten rippst, dann Ja. richtig das dreckig, war- ja. Das war crazy. Ja, ansonsten, was ich immer gefeiert habe, waren irgendwie Dungeons machen. Mhm. Auch dann mit Real-Life-Kollegen zusammen. Gab Okay. ja etliche. Gibt ja, ich glaube, in Flaris ganz oben ist einer, in St. Morning. Ist ja Ja. eigentlich egal wo. Ist ja Ja. immer irgendwo was gefunden. Ja. Das hat gebockt. Ja, ansonsten, ich habe echt sehr viel so PvP-Arena. Immer in der PvP-Arena gechillt Mhm. oder hab halt echt gehandelt. Also mit Okay. Shops, das war auch so, wie Ja. ich eben schon gesagt habe, Mhm. in Dakun 1 war ja früher immer, da war ja alles voller Shops Mhm. beim offiziellen Fly, das war ja ganz krass. Ja. St. Morning ja auch, der Weg zur Kirche, auch auf dem Platz davor und so, warum alles voll. Ja. Und ich habe wirklich, ich glaube, locker 1, 2 Jahre, jeden einzelnen Tag vor der Schule meinen Shop eröffnet. Und wenn ich nach Hause kam und da wurde, weiß ich nicht, ein Orichalcum für, was war der Preis? Keine Ahnung, 2 Millionen Penny oder so Mhm, verkauft, ganz dachte ich mir, früher, ja. yes, let's go. Das war schon krass. Geil. Ja. Ja, Ja. gibt auch echt Leute, die spielen das Spiel hauptsächlich wegen am Handeln. Also so richtig als Wirtschaftssimulator fast schon so. Wie werde ich am Ja. schnellsten reich oder wie reich kann ich werden und so. Ja. Das ist auch krass. Das ist auch ein krasser Aspekt von dem Spiel tatsächlich. Also ich bin jetzt eher nicht so. Also ich bin tatsächlich jemand, also ich spiele echt einfach diesen Grind tatsächlich ganz gerne. Mhm. Dieses niemals fertig werden, das hat irgendwas für mich. Also es hat mehr für mich was, als immer wieder das Gleiche zu machen wie in anderen Spielen. So immer eine neue Runde zu starten, immer wieder von Null anfangen. Hat für mich mehr was. Aber es gibt echt viele Leute, die dieses Wirtschaftliche am meisten feiern. Einfach nur handeln, traden, reich werden. Und ja, aber das ist auch das Schöne. Jeder kann machen, was er will im Game. Es gibt tatsächlich wirklich, Genau. keine Ahnung, unendlich verschiedene Arten, dieses Spiel zu spielen. Das ist auch ein großer Vorteil auf jeden Fall. Ja. War schon cool. Ich weiß Ja. noch, irgendwann gab es die ersten, was war das nochmal, womit man fliegen konnte. Nicht die normalen Boards. Es gab Die gab's Besen vielleicht, oder? Nee, es gab noch irgendwas krasseres. Achso, du meinst die Motorräder und Genau, Autos, genau. so mehr oder weniger, ja. Ja, so Sachen. Als die rauskamen, weiß ich, habe ich auch noch ordentlich Geld reingehauen und so, damit ich da irgendwas Cooles zum Fliegen hatte. Und so. Ja, war schon Ja. krass. War Ja, schon als krass. Kind so, das ist schon geil gewesen. Definitiv. Crazy. Aber wie lang zockst du jetzt schon? wir schon mal hier Also ich sind. habe angefangen 2007, da war ich Okay. 10 und es hat auch so angefangen, also bei mir jetzt nicht jemand aus der Familie erzählt, sondern bei mir waren es einfach die Nachbarn, also wir waren immer draußen, also früher hat man eigentlich die ganze Zeit nur draußen gechillt als Kind, gab es ja noch nicht so viel Digitales und die haben dann irgendwann gesagt, oh, ihr müsst Flive spielen, jeder spielt das und so. Und wir haben halt noch nie Ja. davon gehört natürlich und dann auch erstmal auf dem falschen Server angefangen und so und musste man nochmal Klassiker. neu anfangen, so der Klassiker. Aber Ja. ich habe das, also bis so 2009, 2010 habe ich so wenig gespielt, das waren vielleicht 100 Stunden, weil Okay. wir einfach noch damals Gameboy und Yu-Gi-Oh! Und whatever, Mhm. da waren wir noch nicht so computeraffin wie heute, wo das Ja. einfach so Standard geworden ist im Endeffekt, dieses Zocken und so. Und na gut, heutzutage hat auch jeder Geld dafür. Früher hast du ja auch wirklich kein Geld dafür. Du hast keinen eigenen PC, du hast keine eigene Konsole. Also ich konnte eh nicht so viel Ja. machen. Bloß die Eltern haben gesagt, so 1 Stunde, das reicht jetzt wieder, geht raus. Boah, ich hatte auch so Ungefähr. 2 Stunden Timer auf dem PC, Echt? den ich dann natürlich irgendwann ganz schnell irgendwie cracken konnte und dann Ah, konnten wir okay. auch mal ein bisschen verlängern, aber Ja. ja, das waren Zeiten, das war schon verrückt. Ja. Bei uns war es der Familien-PC, deswegen war es sowieso schwierig. Also spätestens, wenn der Vater wieder ran wollte, dann war es sowieso vorbei. Ja, Ja, das ist das krass. ganz Ja, krass. ich habe irgendwann so einen ganz alten Laptop bekommen.
Ah, okay. Und, also, was heißt ganz alt jetzt? Ja, ganz alt, damals Ja. war neu. Mhm. Und dann hatte ich in meinem Zimmer mal kein WLAN und habe mich immer ins Zimmer meiner Schwester auf den Boden gelegt, in irgend so 'ner Ecke, weil da hatte ich kein WLAN. Also, ich habe gefühlt auch die Hälfte meiner Flive-Zeit aufm Bauch liegend gezockt. Oh Gott. Das war es war echt crazy damals. Das war schon Geil. verrückt. Richtig Ja. geil. Cool. Okay. Ja. Ja, dann, würde ich sagen, bedanke ich mich noch mal ganz herzlich bei dir. Echt cool, dass du dir Nicht Zeit zu genommen danken. hast. Und sehr Ja, coole sehr Stories. gerne. Also, wie gesagt, ich liebe das, wenn so Leute das von früher erzählen und so und dass man das noch mal so teilt mit der ganzen Community. Das ist richtig cool und immer wieder faszinierend, wie viele das wirklich gespielt haben. Das zeigt einfach, dass damals war's echt riesig und ja gut, heutzutage ist es natürlich nur noch so das Überbleibsel, aber trotzdem mega nice. Ja, ich feiere es. Auch echt danke. War für mich auch wirklich so 'n Interview, war noch mal so 'n Nostalgie-Ding, Mhm. weil ich einfach noch mal wann habe ich das letzte Mal über Flive geredet? Ist auch schon wieder gefühlt Jahre her. Ja. Deswegen, ja, es war schon cool. Sehr cool. Okay, cool. Ja, und danke auf jeden Fall auch an euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verlinke seine Accounts, falls ihr sie nicht kennen solltet. Natürlich in der Videobeschreibung könnt ihr bei ihm vorbeischauen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao. Tschau.